Hallo liebe Leute, euer Motorradtour grüßt euch. Januar 2024. Ich hoffe, alle gut reingekommen. Das Wetter ist momentan ja nicht gerade so, dass man groß mit dem Motorrad wegfahren kann. Daher auf diesem Weg. Aber egal, ich habe auch keine momentan, weil meine verkauft ist und die neue erst Mitte, Ende März kommen wird. So, aber Equipment steht an. Neues Equipment. Und zwar habe ich mir geleistet die neue Sena 50C. Mal ein bisschen Kamera halten. Ich habe mir das lange überlegt, weil das Ding ja wirklich teuer ist. Aber bei Tante Louis hatten sie einen Abverkauf und da war die relativ günstig. Ich hatte noch einen Gutschein über 50 € und habe mir die dann gekauft. So, wie man es im Helm anbringt und wie man die Grundkonfiguration macht, das seht ihr in dem Video. Bin ich ja schon sehr viel angemeldet worden, wie so manche Funktionen sind von dem Sena. Und das könnt ihr jetzt hier sehen. Also, ich hoffe, für jeden verständlich und bleibt dran. Ich möchte dieses Jahr einfach ein bisschen schönere Aufnahmen noch für euch machen. Und das ist der Grund, warum ich die mir gekauft habe. Die soll ja deutlich besser sein und die war beim Louis wirklich sehr günstig. So, die ist sehr schön verpackt, sieht man hier. Und jetzt packen wir sie mal aus, was alles drin ist. Also wie gesagt, Verpackung wirklich toll. Das passt alles. Beinhaltet einmal die Kamera, wie gesagt 50C 4K. Dann haben wir drin alles sauber verpackt. Ist noch eine Bedienungsanleitung drin. Dann haben wir natürlich drin einmal das kleine Mikrofon zum in Helm einklemmen. Dann haben wir drin, das sind die Halterungen für den Helm innen zum Befestigen. Dann haben wir eine Befestigung zum Kleben. Dann haben wir das Ladekabel. Dann haben wir die, wie ich es heute auch schon habe, die Klemmhalterung für den Helm. Dann haben wir das kleine Mikrofon, das ist einfach das zum auf Klett im Integralhelm, hat allerdings nicht ganz so eine gute Sprachqualität. Dann haben wir die Mikrofonaufstecker. Dann haben wir noch eine zweite Halterung für den Helm zum Klemmer, die verstellbar ist. Und die großen Dämpfer für den Helm, für die Ohrmuscheln. Und das war's jetzt. Ja, nochmal Klettverschlüsse. Also, da ist schon wirklich einiges dabei. Und natürlich Hammer und Kardon Lautsprecher. Also das soll ja ein ganz besonderer Klang sein. Das muss man tatsächlich mal probieren, wenn ich das eingebaut habe. Wie das mit dem Einbau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier mein Shoei, das ist der Neotec 2, den ich auf Touren eigentlich hauptsächlich nutze. Weil erstens ist er sehr bequem, zum zweiten kann ich ihn aufmachen und zum dritten ist er ja sehr leise und absolut wasserdicht. Also muss man echt sagen, den habe ich ja schon bei sehr vielen Touren benutzt. Der Helm ist echt super. Ich habe noch einen zweiten in der Farbe schwarz, den habe ich auch noch hier. Aber ich habe diese Einrichtung eigentlich in jedem Helm drin, das heißt, ich kann nur stecken. Mein Schubert-Helm, der E1, ist momentan bei Schubert, da sind ein paar Sachen zu machen. Ich hoffe, den bekomme ich jetzt auch in Kürze wieder zurück. Und dann werde ich auch die Halterung bei dem noch nachrüsten. So, ich mache jetzt hier einfach mal die Halterung selber, die Klemmhalterung von meiner Sena Evo, die passt auch bei der 50C. Da brauche ich also nichts machen. Ich mache jetzt nur die Lautsprecher anders rein. So, das heißt, ich mache mal die Innenverkleidung raus und dann
mache ich das rein. Genau. Ich habe das jetzt eingebaut. Das war eine Arbeit jetzt von circa 10 Minuten. Also die alten raus, die neuen rein. Und ja, das sieht eigentlich ganz sauber aus. Das Mikrofon habe ich noch ein bisschen vorgesetzt, dass das alles passt. Das ist alles in Ordnung. Und jetzt kann ich hier die Kamera aufstecken. So. Und schließe das an hier, dass das drauf ist. Und dann nehme ich es mal in Betrieb. Jetzt habe ich diese Sena 50C Harmon Kardon an meinem Shoei, das ist also mein sicherlich meistgefahrener Helm auf Touren, angebaut. Das ist jetzt angebaut an dieser Platte, wo ich in der Neigung verstellen kann. Ich habe jetzt aber mal hier an der Seite die Linse auf den Horizont gerade gestellt. Wie man das macht, das zeige ich nachher. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie man das Gerät in Betrieb nimmt, weil wenn ihr es erstmalig einschaltet, wenn ihr es gekauft habt, habt ihr immer die Sprachansagen alles auf Englisch und ihr findet da kein Menü im Gerät selber, wie man das umstellen kann. Darum zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Das erste ist, dass wir das Gerät per USB anstöpseln. Hier unten habe ich diese USB-Steckdose. Das ist auch gleichzeitig ja die Ladesteckdose bei dem. So, habe ich drin. Und jetzt stöpsel ich das Ganze an den PC an. Ganz normale USB. So, gut. So, das nächste wäre jetzt die Software. Dazu macht ihr einen Download und zwar von dem Sena Bluetooth Device. Da habt ihr ja dann, also die Software braucht ihr auf dem PC oder auf dem Laptop, damit ihr das Ding updaten könnt und auch die Sprache umstellen. Das geht nur über dieses Tool. Ich starte es jetzt mal. So, dann startet hier die Software. Ja, ich möchte jetzt das Gerät verbinden. Er sagt jetzt hier oben, kein Gerät erkannt. Und jetzt ganz wichtig, ihr müsst das genau so machen, wie Sena das hier beschreibt. Ich suche mal also hier das Gerät raus und sage, hier habe ich das 50C und das 10C Evo, das habe ich ja auch schon, das ist die gleiche Prozedur. Also Karte einlegen, maximal 128 GB. Hier habt ihr stehen und ausgeschaltet lassen. Ja, und dann unten sagt er schon bereit für Geräteerkennung. Ich sage jetzt auf vor. Jetzt sucht er das Gerät. Sieh an, gefunden. Hier oben habe ich stehen Sena 50C Version 1.2.2. Aktuelle Version 1.2.2. Also da brauchen wir nichts unternehmen, das passt. Sollte das nicht passen, also zum Beispiel Version 1.2.1 installiert sein, gehe ich einfach auf Herunterladen, dann schreibt er das hier rein und sagt dann installieren und dann macht er das. Und hier, ganz wichtig, die Sprache stellt er ein auf Deutsch, dann ist es so, wenn er die Software installiert hat oder abgedatet hat, beim nächsten Einschalten des Gerätes habt ihr die deutsche Sprache installiert. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Grundeinstellungen, die ihr hier über die Software vornehmen könnt. Also ich gehe jetzt auf vor und jetzt komme ich in dieses Menü rein, da habe ich dann verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier nochmal die Spracheinstellungen und das andere hier, was da so alles kommt, das lässt ihr einfach durch. Ich gehe da jetzt nicht gesondert drauf ein. Ihr bekommt immer vorne angezeigt, was denn das bedeutet. Also zum Beispiel, wir können mal hier sagen, das Eigenecho bedeutet einfach, wenn ich spreche zum Beispiel, dass ich meine eigene Stimme Ihnen nochmal her, möchte ich also nicht haben. Das heißt, dann schalte ich das hier hinten aus. Oder ich möchte zum Beispiel intelligente Lautstärke
haben. Also das heißt, der macht dann einfach die Musik lauter, wenn es außen relativ laut wird. Dann gehe ich hier auf Mittel und gehe auf Speichern und dann hat er das. So. Eine weitere Option ist dann, also das könnt ihr wie gesagt hier durchlesen und hinten dann einstellen, immer speichern nicht vergessen und dann habt ihr das. Dann habe ich hier oben noch die Funktion mehr. Da habe ich dann die Möglichkeiten, eine Kurzwahl zu speichern, wenn ihr euer Telefon mit Sena verbunden habt. Bei mir ist es ja so, dass mein Handy, also mein Mobiltelefon, mit meinem Garmin-Gerät verbunden ist und das Garmin dann mit dem Headset von Sena. Das heißt, wenn jemand anruft, sehe ich das im Display vom Garmin und kann es dann annehmen am Garmin oder eben nicht annehmen. Ja? So, und genauso geht es mit dem Wählen. Weiter haben wir noch Radio. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Frequenzen einzustellen. Wichtig hier, stellt es auf Europa um. Und hier könnt ihr RDS umstellen. Das heißt, wenn ihr dann aus dem Sendergebiet rausfahrt, versucht das Sena den Sender zu halten und schaltet dann auf eine andere Frequenz um. Und das ist eine ganz gute Sache. Also, das war jetzt mal das. Und das zweite, da kommen wir jetzt drauf, und zwar, wie man es denn dann mit dem Handy verbindet für die Steuerung. Also es sind immer zwei Programme, die ihr braucht. Ja. Jetzt machen wir mal die zweite Option. Ihr habt ja bei dem 50C die Möglichkeit, das über die Sena-App zu verbinden und auch über das Handy zu steuern. Wie das funktioniert, machen wir mal jetzt. Weil auch da echt, glaube ich, viele Schwierigkeiten haben, das zu machen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, das ist eine zweite Option. Das hat jetzt mit dem ersten Programm, mit der Sena Device App, eigentlich gar nichts zu tun. Also, Verbinden mit dem Handy funktioniert so. Bevor wir das aber machen, blende ich mal kurz die Bedienungsanleitung ein, damit man auch sieht, was wo ist. Also, wir haben hier, das könnt ihr runterladen von der Sena-Seite. Das ist die Kurzanleitung, die es auf der Seite beim 50C gibt. So, die Knöpfe sind hier also recht gut beschrieben. Ich habe hier hinten die Telefontaste. Ich habe hier oben die Taste für das Mesh. Ich habe hier unten die Telefonkarte und hier das Anschlusskabel und hier unten habe ich noch die und hier unten habe ich noch die Kamerataste. Und die Kamerataste, die braucht man jetzt zum Verbinden. Also, ich möchte es jetzt mit meinem Handy verbinden und möchte die Kamera über mein Handy steuern. Setzt voraus. Erstens, Gerät einschalten. So, ich höre jetzt auch diesen Ton in Deutsch, weil wir jetzt die Software umgestellt haben. Jetzt schalte ich einfach die Kamera mit einem Tastendruck ein, dass ich die Anzeige höre, Kamera ein. So, und so wie ich das gemacht habe, was ich ja jetzt hier schon durchgeführt habe, nehme ich mein Handy. Ich habe hier mir ein zweites Handy besorgt, das ich am Motorrad montiere. Ich möchte nicht mein Originalgerät benutzen, weil es halt doch immer wackelt und tut, aber das hier ist vollkommen ausreichend. So, das erste, was er da dazu braucht, ist die Sena Kamera-App. Hier. So, jetzt starte ich die mal. Sieht dann so aus. Also findet ihr im App Store. Dann nächster Punkt, Kamera verbinden. Kamera auswählen, also wie gesagt, das ist jetzt eine 50C. Da haben wir sie. Also Gerät einschalten. Haben wir schon gemacht. Verbindung auswählen. Das Passwort ist Sena
klein geschrieben, 4 mal die 0 für die Verbindung. So, hier hat er jetzt das Gerät schon im WLAN. Ich drücke drauf. Ich hatte das Passwort vorher schon eingegeben, wegen dem macht er das jetzt direkt. So, es ist verbunden. Dieses Mal WLAN zurück und zurück. So, und jetzt bin ich schon auf der Kamera. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, über die Tastenfolge hier unten starte ich schon das Kamerabild, könnt ihr hier sehen. Übrigens, hier vorne an der Kamera hier an der Seite verstelle ich den Horizont, damit es gerade ist. Ich kann jetzt auch hier die Aufnahme starten, indem ich einfach den roten Knopf drücke. Dann geht es los. Ich höre aus dem Helm jetzt schon Aufnahme und da kann ich jetzt auch wieder stoppen natürlich. Das kann ich jetzt auch am Motorrad direkt bedienen. Mit dem Querformat habe ich dann ein ordentliches Bild und habe eigentlich alles drauf, was ich brauche. Ja? So, könnt ihr mal sehen. Ich hoffe, dass ich jetzt beide Sachen halten kann. So, und jetzt kann man hier mal sehen, hier ist mein Sportpark zusammen und da kann ich dann alles machen, wie ich das möchte. So, eine weitere sehr gute Option, die das Programm hat, sind die Einstellungen. So, in den Einstellungen, da drücke ich dann einfach hier unten drauf und jetzt sieht man hier schon, ich habe also, mal schon warten, bis das sich scharf schaltet hier. Also, Fotomodus habe ich jetzt eingestellt, Einzelbild, ich kann auch Serienbild machen. Videomodus, hier ist wichtig, dass er den normalen Aufnahmemodus einstellt und nicht den Loop-Modus, der nur diese Kurzaufnahmen macht, finde ich jetzt, ja. Oder Zeitrafferaufnahmen könnt ihr auch noch machen. Die Videoauflösung 2160 auf 30 habe ich gestellt und so weiter. Da könnt ihr alles einfach einstellen. Da habe ich noch den Datumstempel. Wer meine Videos kennt, weiß ja, dass unten immer das Datum angezeigt wird. Das ist für mich natürlich auch etwas einfacher immer zum Selektieren im Nachgang. Ja, und so habe ich halt einfach die Möglichkeit, das alles zu machen. Das ist echt eine ganz tolle Sache. Und mit dem kann ich dann die Kamera vollends einstellen. Das ist ganz easy. Und so könnt ihr dann die Steuerung vornehmen. Also, das Produkt von Sena, der Bluetooth Manager, Device Manager, da stellt ihr mal die Hardware soweit ein und mit dem hier könnt ihr das mit der Kamera machen, könnt ihr auch eine Karte formatieren und. Also eine gute Sache. Wie gesagt, ich habe so ein Motorrad immer hängen und dass ich die Aufnahme aussehe und dann passt es. Kann ich euch nachher mal einen Schnitt zeigen, wie das in etwa aussieht von der alten Kamera. Gut, dann haben wir das. Ein weiterer Punkt ist die Verbindung mit der Fernbedienung, die ich immer nutze. Ich steuere ja die Kamera und das Radio auch mal oder ja, die ganze Kamera eigentlich mit diesem Teil. Da ist es so, ich muss das erst koppeln. Die Kopplung funktioniert folgendermaßen. Ich drücke drauf und bleibe drauf. Und dann sagt der Gruppenintercom. Das ist das erste. Dann bleibe ich drauf so lang, bis ich die Ansage in Höhe Einstellungen. So, wenn ich in den Einstellungen bin, lasse ich los und drehe dann das Rädchen, bis er auf das Menü kommt Fernbedienung koppeln. Das lasse ich dann machen. Die Fernbedienung brauche ich dann nicht einschalten.
Ich drücke dann nur, RC4 heißt die übrigens, dann drücke ich nur den Plusknopf und ich glaube 10 Sekunden lang, dann fängt es zum Blinken an, geht ratzfatz, ist es verbunden. Und wenn ich jetzt fahre, schalte ich eigentlich alles, auch die Kamera, nur noch mit dem Teil, mit den Knöpfen da unten und das ist echt eine easy Sache und alles andere höre ich dann über die Sprachansagen der Kamera. Also, das war jetzt einmal die Bedienung soweit. Zu der Kamera selber möchte ich eigentlich gar nichts sagen, das muss jeder selber wissen, ob er das Geld ausgibt für so eine Kamera. Ich finde sie halt besser wie eine GoPro von der Bedienung her. Allerdings die Qualität ist sicherlich von den neuen GoPros oder auch vom iPhone sind echt besser, aber gut. Für mich reicht's und das ist soweit okay. Gut, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine tolle Saison. Fahrt gut, bleibt immer sitzen und wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir oder ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal. Also, gute Saison, euer Motorradtourer, tschüss und dies Jahr mit der neuen Stelvio. Also, bis dann, ciao.